Industrie 4.0, Smart Manufacturing, Industrial IoT, das sind viele verschiedene Schlagworte für eigentlich eine Entwicklung, die es jetzt schon seit einigen Jahren gibt. Die Fertigung vernetzt sich und wird digital. Aber was bringt das eigentlich und wie machen sich Unternehmen auf dem Weg in die smarte Fabrik? Das sind so die Fragen, über die ich jetzt gerne sprechen würde. Und zwar mit Gerd Ohl, Geschäftsführer von Limtronic und erster Vorsitzender des Vereins Smart Electronics Factory, also genau das Thema, um das es heute jetzt geht hier. Und Martin Heinz, Vorstand bei ITAC Software. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier dabei sind und mit mir über das Thema Smart Factory, Industrie 4.0, wie immer wir es benennen wollen, sprechen wollen. Vorab vielleicht gleich erstmal die erste Frage, die digitale Fabrik, wofür brauche ich das eigentlich? Naja, also ich würde mal von meiner Seite aus sagen, um den Fachkräftemangel, wo wir Mitte drin sind, um den überhaupt bewältigen zu können. Wir stehen vor der Herausforderung in unserer Industrie, also in der gesamten Industrie, glaube ich, dass wir immer weniger Fachkräfte haben werden, dass wir gering qualifizierte Mitarbeiter an qualitativ hochwertigen Arbeitsprozessen einsetzen müssen. Und das werden wir nur hinbekommen, wenn man ein hohes Maß an Digitalisierung oder ich sag's mal nicht Digitalisierung, sondern ich sag mal Unterstützung dem Mitarbeiter zuteil werden lassen kann. Und das geht halt in erster Linie wohl nur über die Digitalisierung und eine bessere Ausprägung in der Digitalisierung. Deswegen muss man daran arbeiten. Weil ich konkret dann was machen kann? Ja, weil ich dann halt meine Prozesse und meine Maschinen bedienen kann. Ich bekomme meine Hinweise. Wenn man hier rund geht durch die Messe, bekommt man ganz tolle Beispiele, wofür die Digitalisierung halt gut ist, bekommt man dann angezeigt. Ja, dass dann halt weniger gut qualifiziertes Personal, mit dem wir arbeiten müssen, dann halt auch eine hochwertige Prozessleistung dann halt erbringen kann. Dafür brauchen wir das in unserer Industrie. Herr Heinz, sehen Sie auch Fachkräftemangel so als das Top-Thema oder die Hauptmotivation, sage ich jetzt mal, für die smarte Fabrik? Ja, ist sicherlich eine Motivation, auch eine Hauptmotivation, aber ich glaube, es gibt noch deutlich mehr Themen, die wir dazu haben. Ja. Das heißt, wir haben ja auch das Thema der Komplexität. Was sehen wir, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen? Die Produktion und auch die Produkte sind stetig komplexer geworden. Somit werden auch Produktionsprozesse komplexer. Und dann stellt sich die Frage, wie bin ich in der Lage, diese komplexen Prozesse auch wirklich zu handhaben, zu managen, zu steuern, dass am Ende des Tages auch das Ergebnis auch qualitativ und vom Output her produziert wird, was ich dann letzten Endes auch erwarte oder auch erreichen muss. Und da ist natürlich das Thema Arbeitskräftemangel und Qualifikation sicherlich auch ein Thema, weil über die Digitalisierung natürlich ganz andere Möglichkeiten entstehen, mit den Daten, mit den Strukturen auch wirklich in der Produktion auch handhaben und umgehen zu können. Und ich glaube, das ganze Thema spielt einfach zusammen. Wir sehen jetzt eben, dass neben der Komplexität, neuen Technologien, aber auch das Thema Arbeitskräftemangel und auch Qualifikation sicherlich ein Thema ist. Und dort müssen alle Anbieter in diesem Markt auch eine Lösung finden. Denn nur dann sind wir wirklich in der Lage, diese Themen auch gewinnbringend und auch mit einem Benefit auch zu integrieren. Ich das noch unterstützend dann dazu sagen kann, in dem Kontext dann halt auch, klar, genau, dass ich dann halt die Qualität bei den Produkten dann entsprechend verbessere. Ich bekomme aber sofort, durch einen hohen Digitalisierungsgrad bekomme ich sofort ein Feedback, hier, du hast hier Abweichungen und du musst hier aktiv werden. Und was früher dann halt die gut trainierten, ich will nicht mal sagen, hoch ausgebildeten Experten, sondern die Facharbeiter dann erkannt haben, bekommen wir dann halt durch entsprechende Unterstützung, bekommen wir das dann halt gesagt. Und dafür ist das halt existenziell wichtig für die Zukunft. Okay. Das heißt, ich bekomme Daten, die ich dann mit Systemen auswerten kann, um dann zu erkennen, ob irgendwo ein Prozess falsch läuft oder ein Bauteil nicht der Qualität entspricht, die ich fertigen möchte. Ja. Und das muss dann kein Mensch mehr machen. So. Der Mensch wird unterstützt. Also Oder wir setzen immer noch mit sehr viel auf Menschen. Wir haben 100 Mitarbeiter eingestellt letztes Jahr oder in den letzten 1,5 Jahren. Aber die müssen unterstützt werden und die brauchen Werkzeuge und dafür sind die dann halt da. Okay. Sie wollten noch was sagen? Genau, ich glaube, es gibt einen zweiten Punkt, der wichtig ist zu sehen. Wir haben auch bei den Produkten, die wir im Markt finden, egal über welche Produkte, über welche Branchen wir reden, eine sehr hohe Innovationsgeschwindigkeit, aber auch einen sehr hohen Zwang aus der Gesellschaft heraus, immer neue Produkte auch zu generieren und zu schaffen. Wenn man das vergleicht, in der Vergangenheit gab es eben genügend Zeit, um diese Produkte
sauber zu definieren, den Produktionsprozess sauber zu strukturieren. Sie konnten auch über eine gewisse Zeit auch den Produktionsprozess testen. Und dieses vorgelagerte Testen und das Optimieren, das wird heute eigentlich schon praktisch in die Entstehung mit hineingelegt. Das heißt, wir haben nicht selten den Fall, dass einfach die Kunden, auch die wir bedienen, während des Produktionsprozesses oder während der quasi ersten Serien des Produktes mitlernen, wie das Produkt dann produziert ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, wo einfach Digitalisierung heute unterstützen muss. Das heißt, ein Teil dieser Qualitätssicherung, die notwendig ist, wird sicherlich zu Beginn auch in den Fertigungsprozess mit hineingelegt. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Funktionen und Möglichkeiten, genau das positiv zu transportieren. Time to Market, ja genau. Bitte? Time to Market dann halt. Ja. Okay. Ja, korrekt. Also ganz am Anfang, als das Thema so aufkam und dann man immer nach Benefits gefragt wurde oder gefragt hat, dann wurde sehr oft das Thema Predictive Maintenance genannt. Also so eine vorausschauende Wartung, dass ich irgendwie beim Maschinenausfälle oder Fehler irgendwie schneller frühzeitig erkennen kann, bevor sie denn dann tatsächlich ausfallen. Und dann hat man so gedacht, naja, okay, das ist ja schön, aber wenn das Einzige ist, aber das Spektrum hat sich schon erweitert jetzt, der Benefits, oder? Wenn ich das so höre. Definitiv Predictive Maintenance, das ist halt ein Punkt. Also da geht es dann halt darum, dass wir die Maschinennutzung dann halt entsprechend optimieren. Wie eben schon angesprochen, dass man halt schneller an den Markt kommt mit seinen Produkten, dass man die Non-Conformance-Costs, dass man die senkt, also extrem senkt. Das sind dann halt alles Benefits, die man über einen hohen Digitalisierungsgrad dann halt, letztendlich dann halt rausbekommt. Und nicht zu vergessen, bestimmte Kundengruppen erschließen sie nur, wenn sie einen hohen Digitalisierungsgrad haben. Sonst wenn man ein durchgängiges, fangen wir an mit dem Traceability-System. Genau. Wenn ich nicht ein durchgängiges Traceability-System habe, dann bin ich nicht unbedingt bereit für einen Medizintechnikkunden, ich bin nicht bereit für einen automotiver Kunde. Automotiv sage ich in der aktuellen Zeit nicht so gerne, aber trotzdem ist es halt so, Sie können diese Kundengruppen gar nicht erschließen. Also deswegen, Sie müssen Digitalisierung, um am Markt zu bleiben, um Ihre Marktposition zu festigen und auch dann halt wahrzunehmen. Okay. Und Sie werden auch interessanter für die Arbeitskräfte der Zukunft dann halt. Wenn Sie nach alter Väter Sitte arbeiten, dann sind Sie nicht mehr attraktiv für den Markt. Die Erfahrung wird ja wahrscheinlich auch gemacht. Das ist ganz klar. Und das Beispiel finde ich ganz schön. Das Predictive Maintenance ist für viele ein Begriff, weil man sich darunter was vorstellen kann. Das kann man vergleichen, Maschine, ähnlich wie die Analogie zum eigenen Fahrzeug. Wann fährt man in die Werkstatt? Jeder von uns hat schon mal erlebt, dass er zu einem Inspektionstermin in der Werkstatt war. Kurze Zeit später dann vielleicht doch ein Defekt am Auto. Das heißt, da kommt einfach dann der Unmut auf. Das löst natürlich durchaus Predictive Maintenance. Aber, glaube ich, der wichtige Punkt ist, dass man in dieser gesamten Digitalisierung dazu kommt, wesentlich stärker vorausschauend zu agieren. Das heißt, es ist klar, hat die Digitalisierung bringt automatisch das Thema Transparenz mit. Das heißt, alle Prozesse werden transparent dargestellt. Ich sehe die Situation von der Fehlerseite, von der Qualitätsseite, aber auch Output-Seite. Und in der Theorie könnte ich am Ende der Woche bewerten, wie mein Output und meine Qualität zu Beginn der Woche war. Das Problem ist, dass am Ende der Woche die Zeit eigentlich schon dann durch ist und ich nichts mehr tun kann. Deshalb ist es heute ganz wichtig zu sagen, die Philosophie ändert sich an der Stelle. Das heißt, nicht mehr Transparenz zu schaffen, um zu bewerten, wie war die Qualität, sondern es ist jetzt da, die Transparenz zu schaffen im Fertigungsprozess, um wirklich predictive, das heißt eigentlich sofort gegensteuern zu können, damit am Ende des Tages wirklich auch die Zielvorgabe erfüllt werden kann, wie sie ist. Und das ist, glaube ich, schon der Wechsel auch in der Philosophie und auch im Umgang mit der Digitalisierung. Vielleicht noch ein weiterer wichtiger Punkt. Digitalisierung ist ja nicht nur allein auf dem Shopfloor, wo ich dann da schaue. Ja. Es ist ja sehr viel, was da drumherum ist. Und bei diesem Drumherum, da müssen sich Spezialisten einsetzen. Und diese Spezialisten brauchen halt auch nach wie vor halt ihre entsprechende Unterstützung. Nur so kann man das dann halt auch das Arbeitsvolumen dann halt auch entsprechend stemmen. Das heißt, man gewinnt nicht mehr genug Fachkräfte oder man findet nicht mehr genug, was heißt gewinnen vielleicht schon, aber man findet gar nicht mehr genug Fachkräfte. Also muss ich das, was ich an Arbeitsvolumen habe, muss ich sehen, dass ich das weitestgehend digitalisiere, vereinfache, optimiere, damit ich den Workload noch geschafft bekomme. Ist eine ganz andere Diskussion, wie ich sie vielleicht vor 10, 15 Jahren hatte. Da wollten wir digitalisieren, um Headcount abzubauen. Heute finde ich den Headcount gar nicht mehr. Ja. Das ist halt ein Riesenpunkt, wo der Wechsel da stattfindet. Okay. Wenn ich mir jetzt aber so angucke, so eine Fabrik, da stehen dann Maschinen vielleicht, die schon irgendwie 20 oder 30 Jahre alt sind. Es ist sehr heterogen, ich habe unterschiedliche Hersteller. Ich habe dann nochmal IT-Systeme, die da noch mit reinkommen. Vielleicht noch auch irgendwelche Cloud-Anbindungen. Also es ist schon ein sehr
herausforderndes Umfeld, sage ich jetzt mal. Wo sind wo sehen Sie da die größten Herausforderungen für die Unternehmen? Also wie gehen die damit um? Wie bringen Sie so eine Umgebung in eine digitale Welt? Wenn ich anfangen sollte, Ja. also indem ich mir im Vorfeld, das erleben wir in der Smart Electronic Factory, dann halt in unseren Diskussionen halt immer wieder, wenn in unserem Verein, wenn wir da halt diese Diskussion haben. Ich muss mir im Vorfeld klar werden, was ich überhaupt will. Und dann, das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen nicht so doll an, weil ja jetzt auch gerade die Firma ITAG daneben sitzt, aber es macht durchaus Sinn, wenn ich dann halt mit Partnern zusammenarbeite, die eine hohe Expertise am Markt dann halt haben und die das über Jahre dann auch entsprechend schon gemacht haben. Solche Systeme dann halt anzubinden, wie Sie sagen, dann halt mal eine 20 Jahre alte Maschine und eine neue Maschine und wie bringe ich die zusammen, wie kann ich daraus bestimmte Ableitungen herstellen. Da muss man sich halt die richtigen Partner suchen. Die hat man, wenn man die mit den Firmen zusammenarbeitet, dann hat man die schon per se, würde ich mal sagen. Ansonsten kann ich nur dazu raten, dass man sich Hilfe bei den entsprechenden Verbänden oder Vereinen dann halt sucht. Wir als Smart Electronic Factory stehen dafür zur Verfügung, mit unseren Mitgliedern da in einen Dialog zu gehen, das auszutauschen, zu beraten, was da Sinn macht. Und ich sage immer, man kann es treiben oder übertreiben. Also man kann viel machen, aber man sollte das machen, was einem am meisten Benefit bringt. Das vielleicht so viel dazu von mir. Ja, das stimmt. Ich glaube, das Erste, was man sagen muss, die Digitalisierung für sich gesehen ist ja kein Selbstzweck, sondern die Digitalisierung verfolgt ja einen Nutzen. Das ist, glaube ich, das Erste. Als Zweites muss man sagen, wir sind ja heute nicht in einer komplett neuen Umgebung. Wenn man diese zwei Approaches mal sieht, es gibt quasi Greenfield und Brownfield. Im Greenfield bin ich relativ einfach unterwegs. Da gibt es viele neue Themen, da habe ich Maschinen, die haben neue Schnittstellen, wir können entsprechend kommunizieren, alles super. Realität sieht allerdings anders aus. Wir sind zu über 90% im Brownfield unterwegs. Da habe ich natürlich auch neue Maschinen und neues Equipment, gar keine Frage. Das erleichtert mir die Indikation. Aber ich muss mir schon überlegen, was mache ich mit dem alten Equipment? Und Sie haben eben eingangs richtig gesagt, es gibt aber, ich nenne es mal Umsysteme. Das heißt, es sind Systeme, die zur Digitalisierung mit hinzugenommen werden müssen, die vielleicht die Daten liefern, die später in der Produktion verarbeitet werden. Das heißt, man muss sich ganzheitlich ein Konzept überlegen, wie schaffe ich das Thema Digitalisierung für mein Unternehmen so zu strukturieren. Und das ist auch, glaube ich, auch die größte Herausforderung, vor der viele stehen, zu sagen, was ist der richtige Approach, wie muss ich mich diesem Thema annähern? Und es geht eben nicht nur um das Thema Digitalisierung Shopfloor, das heißt, wie ist meine Fertigungsmaschine, meine Produktionsanlage in der Lage zu kommunizieren, sondern ich muss auch zusehen, dass meine Stammdaten entsprechende Qualität haben. Und das ist bei der Digitalisierung der nächste Benefit. Sie werden gezwungen, die Stammdaten konsistent zu halten. Sie werden gezwungen, die Stammdaten aktuell zu halten. Jeder Fehler, jede Abweichung fällt in der Digitalisierung sofort auf im Vergleich zu einem manuellen Ablauf, wo Sie vielleicht als Mensch nochmal das eine oder andere verändern können. Das schaffen Sie digital nicht. Das ist entweder richtig oder es ist falsch. Und wenn es falsch ist, zeigt das System auch das Fehlerbild an. Aber das ist die Möglichkeit, aus den Prozessen dann natürlich auch einen Benefit zu generieren und auch die Prozesse auch weiterzuentwickeln. Also insofern muss ich sagen, das Thema Digitalisierung ist keine rein technische Fragestellung, sondern es geht auch mit Mind Change und mit Change Management einher. Okay. Ja. Change Management ist ein gutes Stichwort, wie man die Akzeptanz im Unternehmen schafft und auch vielleicht dann nochmal später auf das Thema Standards nochmal zu sprechen zu kommen. Das sind spannende Themen, über die wir gleich nach einer kurzen Pause sprechen. Ja, Sie hatten gesagt, es ist nicht nur eine rein technische Frage, es ist auch, man braucht auch einen gewissen oder bedarf eines gewissen Change Managements. Wie erreiche ich denn, wie gehe ich da vor, wenn es um solche Fragen geht, und wie erreiche ich auch die Akzeptanz, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade im Unternehmen da auch oftmals Ressentiments gibt, weil man denkt, wenn wir jetzt digitalisieren, dann werde ich als Arbeitskraft vielleicht nicht mehr gebraucht. Also wie gehe ich denn solche Dinge an, aus Ihrer Sicht am besten? Genau, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass ein schlüssiges Konzept zum Thema Digitalisierung da ist. Heißt aber nicht, dass das Konzept von Anfang bis zum Ende schon durchdacht sein muss, sondern die Digitalisierung wird auch in Phasen durchgeführt werden müssen in den Unternehmen. Es gibt keinen Big Bang, wo Sie sagen, Sie gehen von 0 auf 100 in die Digitalisierung, sondern die Frage ist, was ist der erste Schritt? Das heißt, es ist ganz wichtig zu überlegen, wie kann ich konzeptionell beginnen, was sind meine ersten Schritte und was ist mein Endziel, wo ich hin will.
Das Endziel ist am Anfang sicherlich ein bisschen schwammig formuliert und die ersten Schritte sind relativ konkret. So, und dann auch die Frage zu beantworten, na klar haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich im Unternehmen eine gewisse Art von Sorge, aber so wie wir es eben schon diskutiert haben, heute stellt sich nicht mehr die Frage, dass über Digitalisierung der Arbeitsplatz rationalisiert wird oder wegfällt, sondern heute muss die Frage gestellt werden, wie schaffen wir über Digitalisierung eine Assistenz für die Personen, die in der Produktion die Aufgaben zu erfüllen haben. Und das ist das, was man tun muss und dann muss man auch genau über diesen Approach auch mit reingehen. Ich glaube, das ist aber bei euch auch der Fall, um genau auch den Benefit zu generieren. Ja. Also das ist auch ein Wandel in den letzten Jahren, was man festgestellt hat, die Mitarbeiter verlangen das sogar. Also jetzt unsere dann, gut, wir sind jetzt auch seit 8 Jahren, 9 Jahren fast mit der SEF da unterwegs, mit diesen Digitalisierungsstrategien, die wir da erarbeitet haben. Die Leute verlangen das ein Stück weit, dass wir in diese Digitalisierung dann halt auch weiter dann halt mit vorantreiben und die Akzeptanz ist da, weil die ja auch dann halt den Benefit dann halt für sich sehen. Genau, dass sie unterstützt werden, dass sie nicht allein gelassen werden. Also das Thema Akzeptanz ist gar nicht so ein Thema, weil Sie sagen, das Also ist eher jetzt von bei den, uns ist es halt nicht so das Thema. Aber so aus Ihren Erfahrungen, die Sie jetzt auch mit Smart Electronic Factories haben, dann werden ja sicherlich auch solche Themen diskutiert. Da werden wir solche Themen, das sind solche Themen in der Diskussion drin. Aber nochmal, beziehen Sie die Mitarbeiter mit ein. Klar, man muss im Vorfeld dann halt mit denen halt reden. Und was haben wir dann davor? Was wird da gemacht? Das soll nicht dazu dienen, dass du abgebaut wirst morgen. Weil indirekt ist sowas vielleicht immer noch in den Köpfen dann halt da drin, bei den Leuten. Aber das Gegenteil ist aus meiner Sicht genau der Fall. Wir haben vor 2,5 Jahren mit 70 Leuten begonnen und haben jetzt 170 Leute. Also kann man nicht sagen, dass wenn man eine Digitalisierung anstrebt, dass man da halt Kunden verliert oder Mitarbeiter verliert. Das ist eher das Gegenteil ist der Fall. Nochmal, das ist eine Zwangsläufigkeit, wir müssen das und das einfach nur anzugehen. Okay. Aber Mitarbeiter einbeziehen, das ist wichtig, nach wie vor. Aber das bei allem. Apropos Mitarbeiter, Smart Factory bedeutet ja auch, dass, sage ich jetzt mal, 2 Welten zusammenkommen, die IT und die OT. Und das sind ja auch, Sie grinsen schon, also sind ja auch dann eben, ich sag's ja, 2 Welten, die unterschiedlich ja auch denken und ticken, also andere Zeitzyklen einfach. In der IT geht das alles ein bisschen schneller, in der OT, wie gesagt, auch mal eine Maschine, die 20 Jahre im Einsatz ist. Ist das auch ein Knackpunkt, dass ich diese beiden Welten zusammenbringen muss? Ja, ganz sicher. Also ich glaube schon, dass es ein Knackpunkt ist. Und die Frage ist ganz wichtig zu beantworten, wie schaffe ich denn die Übersetzung aus dem Thema IT nach OT und in umgekehrter Art und Weise? Und da glaube ich, da liegt am Ende des Tages auch ein Stück weit der Erfolgsfaktor. Weil IT und OT werden auch technisch verbunden über Schnittstellen. Und wenn man sich heute IT-Projekte anschaut und auch schaut, an welchen Gründen scheitern denn IT-Projekte, dann reden wir dort oftmals über Schnittstellen. Das können sein Schnittstellen zu Maschinenanlagen, das können aber auch Schnittstellen zu Umsystemen sein. Und insofern ist der Aspekt ganz wichtig. Und die Personen, die sich dieses Konzept auch überlegen, müssen sich, und da glaube ich, da bin ich bei dem Manol auch, die richtigen Partner auch suchen, die genau diese Themen auch mitbearbeiten können. Und dann schafft man auch diese Verbindung von IT und OT, wenn die Transparenz und auch diese Schnittstellenübersetzung und das Verständnis vorhanden ist. Das nochmal ergänzend zu dem Thema Partner und so ist es auch bei uns. Viele unserer Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die kommen aus der Elektronikbranche. Die wissen, wovon die reden. Die haben nicht einfach nur irgendwelche Algorithmen da sich betrachtet und programmiert. Die wissen, was sie dann da tun und auch was die Auswirkungen sind. Und mit denen macht es halt auch dann, kann man solche Themen halt umsetzen. Ja, Sie haben natürlich recht, es ist eine eigene Welt manchmal. Aber mit den Partnern, wo wir zusammenarbeiten, ist das sehr gut verschmolzen, würde ich mal sagen. Also die Partner haben quasi schon diese unterschiedlichen Perspektiven schon intus sozusagen. Die Jungs, die kommen aus der Prüftechnik, die kommen aus der Fertigungsbetreuung, aus der Arbeitsvorbereitung und haben dann ihre Affinität für die IT entdeckt irgendwann. Die wissen, wovon die reden. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Sie haben Schnittstellen angesprochen. Sind denn alle Standards, weil ich habe ja gesagt, Heterogenität, ich muss viele unterschiedliche Systeme zusammenbringen. Sind denn da die Standards, die ich dafür brauche, um das zu bewerkstelligen, sind die eigentlich da oder fehlt es da an der einen Ecke noch, an der einen oder anderen? Was Sie mal als Anwender, da sage ich gleich, was das anbietet. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das können Sie vielleicht okay, alles klar. Also es gibt ja Standards, um so eine Smart Factory umzusetzen. Also ich denke zum Beispiel an OPC-UA ist so der. So, jetzt ist die Frage, hat man
ist jetzt eigentlich alles abgedeckt, sodass ich eigentlich die Systeme, die unterschiedlichen Maschinen etc. zusammenbringen kann? Oder gibt es da durchaus noch Anwendungen, wo man sagt, hier fehlt tatsächlich noch so eine Standardschnittstelle? Also ich bin jetzt verstärkt, also deswegen, ich war gerade am Überlegen, wo wir da diese Schnittstellen halt haben. Also wir haben, glaube ich, nicht viel OP2, aber uns dann im Bauch dann halt drin. Wir haben halt immer darauf gesetzt, dass wir halt über unser MES-System oder MOM-System, wie es halt jetzt heißt, dass wir dort halt alle Maschinen angebunden haben. Was bei uns vielleicht ein Stück weit noch besser auszuprägen wäre, dass wir mehr in die Visualisierung dann halt der Ergebnisse dann halt rein investieren. Und dafür, da sind wir jetzt auch kurz vor dem Hub, dass wir eine neue Version dann halt hochziehen von dem System. Also da erwarte ich mir auch dann nochmal noch einen Benefit von. Also da sind wir dran. Also das ist das, was ich derzeit dann dazu sagen kann. Okay. Ja. Aber Schnittstelle ist ein wichtiges Thema. Wenn ich mal rein aus dieser Softwareanbieterbrille reden würde, dann wären uns viele standardisierte Schnittstellen sehr, sehr lieb. Sehen wir allerdings so nicht. Es gibt Standardisierung. Ich glaube, es gibt auch Branchen, in denen das mit standardisierten Schnittstellen gut funktioniert. Schauen wir mal an das Thema Kunststoffverarbeitung. Dort gibt es seit vielen Jahren schon etablierte Schnittstellen zum Thema, wie werden Daten von solchen Kunststoffspritzgussmaschinen übertragen an Subsysteme oder Umsysteme. Die werden auch, muss man sagen, auch von fast allen Anbietern verwendet und eingehalten. Dann gibt es Fertigungsabläufe, Fertigungsbereiche, die haben eine Null-Standardisierung. Das heißt also, jede Linie ist für sich gesehen irgendwie individuell. Dort finden Sie keinen Standard, zumindest mal nicht semantisch. Sie haben allerdings das Thema OPC-UA dort durchaus auf der SPS-Ebene Standard. Heißt aber, Sie haben erstmal nur den technischen Layer definiert, der die Daten transportiert, aber sagt noch nicht aus, welche Daten sind es denn da. Das heißt, dieses Thema Handshake-Daten, das ist immer wieder individuell neu. Jetzt sind wir ja heute auf der Produktronika und da glaube ich, da haben wir eigentlich eine Industrie, die eine riesen Chance hätte. Wir sehen sehr viele standardisierte Prozesse, sehr viel an Equipment, was sich wiederholt, weniger Themen, die individualisiert sind. Auch hier gibt es standardisierte Schnittstellen, ChemX und so weiter. Aber auch da sehen wir, dass die einzelnen Maschinenhersteller doch nach wie vor sehr stark auch auf ihre eigenen Schnittstellen beharren und nicht unbedingt einen Industriestandard einsetzen. Und insofern sind wir beispielsweise als Anbieter dann auch gezwungenermaßen in der Lage, ein großes Portfolio an ganz unterschiedlichen Schnittstellen und Konnektoren zu liefern. Aber um die Frage zu beantworten, ja, insgesamt würde das der Industrie einen deutlichen Schwung nach vorne bringen, gäbe es mehr standardisierte Schnittstellen. Da gibt es, ich glaube, den Unterschied auch zwischen OT und IT. Im IT-Bereich gibt es mehr standardisierte Schnittstellen als im OT-Bereich. Also nicht, dass ich das jetzt falsch verstanden habe, aber du hast ja dann in den Fabriken, hat man ja immer das Problem, ich habe ja per se verschiedene, wir haben Maschinen und Anlagen. Da muss irgendwo für mich immer eine gemeinsame Schnittstelle dann halt sein und das ist halt das MES. Ich meine, wir haben da die Fujis angeschlossen, wir haben da was weiß ich. Aber alle mit unterschiedlichen Schnittstellen. Ne? Also jeder Maschinenhersteller hat eine eigene Connectivity, die also bedient es ist natürlich möglich, aber es bedeutet natürlich mehr Aufwand, wenn ich die Standards nicht habe. Ne? Ja, nicht nur mehr Aufwand, das ist für uns als Anwender auch immer ein Kostenblock. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das heißt also, wir bezahlen es zweimal letztendlich dann. Aber weil Sie jetzt auch die Branche angesprochen haben, bietet denn die Elektronikfertigung nochmal ein besonderes Umfeld für die Smart Factory, eine besondere Herausforderung vielleicht? Oder ergeben sich da vielleicht noch auch besondere Benefits? Kann man da nochmal was Branchenspezifisches dazu sagen? Oder? Also ich finde also mal abgesehen von dieser Schnittstellenthematik, ich glaube, die Elektronikproduktion oder die Elektronikfertigung ist per se ziemlich weit oder sehr weit im Bereich von Digitalisierung. Wir hatten halt die Möglichkeit, dass wir einige Unternehmen dann uns angeguckt haben. Klar gibt es bei dem einen oder anderen auch noch Nachholbedarf, aber die Elektronikbranche ist sehr, sehr weit im Bereich Industrie 4.0 oder Digitalisierung. Klar, so eine Standardschnittstelle, das wäre wirklich super, wenn es die geben wird, wenn ich nicht dann halt, kaufe ich mir eine neue Maschine da ist ja der ein oder andere Anbieter hier von dem einen und dann bezahle ich da halt nochmal die Gebühren für die Schnittstelle und bei euch, ihr müsst sie ja auch anbinden. Wenn das komprimiert werden wird. Ob das kommt, wünschenswert? Ich bezweifle es. Das kommt, mal sehen. Ich weiß nicht, wie die Erfahrungen da sind. Ja, die ist natürlich ähnlich. Ich glaube, die Branche hat einen riesen Vorteil. A, ist sie sehr, sehr weit entwickelt. Das Thema IT in dem Produktionsbereich, das haben wir ja nicht erst seit der Industrie 4.0, sondern das gab es ja schon 20 Jahre davor.
ne, im Vergleich zu einer mechanischen Fertigung, wo es erst ganz, ganz spät eigentlich eingezogen ist. Insofern, glaube ich, ist wirklich der Automatisierungsgrad ein sehr hoher, sehr, sehr standardisiert, sehr gut geeignet, um das Thema auch in den Standard und auch Template dann noch auszuholen. Und die Besonderheit, glaube ich, das Differenzierungsmerkmal, wenn ich das die Elektronikbranche vergleiche mit anderen Branchen, dann ist das Thema der Taktzeit. Das ist eine Besonderheit. Das heißt, schauen wir uns einen Bestückautomaten an oder ähnliche Prozesse. Hier sind wir doch in ganz, ganz kleinen Taktzeiten unterwegs und auch die Infrastruktur muss in der Lage sein, auch mit diesen Taktzeiten umzugehen. Haben Sie eine mechanische Fertigung, haben Sie mehrere Sekunden Zeit, manchmal vielleicht Minute, bis irgendwas Interaktivität in der Digitalisierungsebene passiert. Und das glaube ich schon in der Elektronikindustrie, das ist eine Besonderheit. Das heißt, damit muss man zurechtkommen, das muss man handhaben können. Das können heute viele Systeme nicht, aber das ist eine Grundvoraussetzung, um in der Elektronikindustrie überhaupt digitalisieren zu können. Das Datensammeln darf nicht mehr Zeit brauchen wie der Bestückprozess. Genau. Das ist Genau. ganz einfach so. Credo ist ganz klar, jedes System zur Digitalisierung darf nicht dazu beitragen, den Output zu reduzieren. Okay. Und was ich vorhin so rausgehört habe, schrittweise dann quasi in die digitale Fabrik starten. So. Ja. Ja, Anwendung für Anwendung, oder? schauen, wo habe ich mal Nutzen. Viele machen ja auch schon Digitalisierung oder sammeln Daten, müssen ja zwangsläufig, weil sie die Kunden haben. Und da dann halt explizit reingucken, was bringt mich da weiter, wo komme ich damit vorwärts und dann halt langsam weiterentwickeln. Immer weitergehen, immer weitergehen. Das, glaube ich, ist so der Rat, den man auf jeden Fall geben kann. Okay. Und sucht euch Hilfe. Okay. Man muss nicht alles immer neu erfinden. Okay. Ist ein gutes Schlusswort. Man muss sich nicht neu erfinden. Es gibt Hilfe und es gibt Partner da draußen, die einen unterstützen. Es bietet sich ein großes Nutzenpotenzial, gerade auch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel. Das sind so die Sachen, die ich jetzt hier mit rausziehe und mal gucken, wie es mit den Standards dann so weitergeht. Aber Ich glaube, da sind wir jeden beide gespannt. Ja, genau. da machen wir dann nochmal eine neue Diskussion darüber. Sehr Dann gerne. bedanke ich mich für das Gespräch, war sehr spannend. Dankeschön. Danke ebenso.